I'd like to introduce you to the Audi Nuvolari. Audi hat es geschafft, etwas ganz Besonderes zu kreieren. Der Audi Nuvolari ist das stärkste und schnellste Straßenauto, was wir je gebracht haben. Es kam einfach in dem Moment, wo das Team mein Büro betreten hat und hat gesagt, wir sollten einen Supersportwagen machen. 4 Monate Zeit, ein Team zusammenstellen. Schneller sein als China Speed. Die Latte, die liegt schon ganz oben. Ist schon nochmal in einer anderen Dimension, sage ich mal. Dass wir das termingerecht und kostengerecht ins Ziel bringen. Wir werden jetzt Ingenieure und Designer gemeinsam in ein Studio setzen. Der Konzeptkonstrukteur, der Bauteilkonstrukteur, der Designer, der Aerodynamiker, der Antriebsexperte, alle in einem Raum. We were happy with the initial direction fairly soon. In the sketch phase, we identified, okay, this is the car that we want to do. Wir werden das, was wir jetzt in Daten gerade im Rechner gesehen haben, über Nacht aufs Kleinmodell fräsen. Und das heißt, wir werden morgen früh in 1:1 direkt am Kleinmodell die Daten sehen, die wir jetzt gerade noch im Bildschirm anschauen. Vor Monaten haben wir noch gar nichts gehabt und jetzt stehen wir mitten am Aufbau. Das Technikum in Neckarsulm ist so die größere Mannschaft tatsächlich, was den Werkstattbereich betrifft. Wir haben das Basisfahrzeug da aufgebaut mit Antrieb, mit HV, mit Verbrennungstechnologie. Audi war schon immer Vorreiter in Sachen Kombination von Materialität. Dieses Auto hat ein ASF, also ein Aluminium Spaceframe Basis, was komplett das erste Mal auch für Audi mit einer vollständigen Carbon-Außenhaut überzogen ist. Und diese Materialkombination macht das Auto einzigartig. Und parallel dazu ist der erste Technikträger schon in Schweden und macht dort eben schon Kalterproben. So, dann lass uns starten. Schön kalt ist es. Wir fahren hier einen, wir nennen es Mule, einen Technikträger. Ich habe unter der Haube ein Audi-Fahrzeug. Für uns ist es wichtig, jetzt in dieser ersten Wintersession in Schweden das Thema Quattro-Feeling zu definieren, weil natürlich Quattro ist Traktion unter allen Umständen. Ja, das geht alles Hand in Hand. Bei dem Projekt ist es auch so, dass wir Fragen gestellt haben zu Farbauswahl und Materialien, die in anderen Projekten nie zu dem frühen Zeitpunkt gestellt worden sind. Normalerweise sind die Color-and-Trim-Leute immer die am Ende drüber stylen. Und bei dem Projekt war das halt Skizze, Material, fertiges Modell. Und genau aus dem Grund ist das Zusammenspiel zwischen Form und Material im Nuvolari einfach perfekt. Also beim Sitzaufbau, ja, Sitz ist immer so ein spezielles Thema. Stopp. Stand heute machen wir nichts anderes. Ein Sitz schaut in der Visualisierung oder auch im CAD natürlich immer höchst präzise aus. Das ist der Sinn und Zweck von dem Termin, dass wir da jetzt nochmal das Maximale rausholen. Und die Punkte, die sprechen wir alle offen an und dann schauen wir, wie wir was lösen. Ne? Und natürlich brauchen wir da 3, 4, 5 Loops, bis man zum Ziel kommt. Also das Hauptproblem ist, dass wir
Hier nochmal im Detail auch die Linien von dem harten Bereich in den Nähte vom weichen Bereich des Sitzes, dass das perfekt läuft. Wenn der Kunde so ein Fahrzeug kauft, dann ist die Erwartungshaltung nicht hoch, sondern das muss perfekt sein. Im Windkanal machen wir zwei unterschiedliche Sachen. Zum einen machen wir die Heißerprobung. Ja, das war uns von Anfang an klar, dass wir ein Hitzethema auf der Motorraumabdeckung bekommen werden. Zum einen haben wir thermische Herausforderungen durch den Motor. Zum anderen haben wir einfach die immense Herausforderung, dass unsere Aerodynamiker uns massiv pushen. Und im zweiten machen wir ein Testing, wie viel Downforce wir über den Flügel fahren können. Tatsächlich habe ich da eine kleine Anekdote. Der Heckflügel, schönes Thema. Als ich bei Massimo im Büro war, hat er mir einen Auftrag mitgegeben. Es darf kein sichtbarer Spoiler auf diesem Auto sein. I don't know if you can record this, but I said over my dead body. Wir haben dann schon verstanden, dass dort einfach ein großer Spoiler, wie wir ihn gerne hätten, einfach stören würde. Es sieht nicht gut aus. Es passt nicht zu einem Gentleman Racer. Wir brauchen den Spoiler eigentlich nur in einem entsprechenden Fahrzustand, das heißt bei Hochgeschwindigkeit. Also haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, wirklich einen ausfahrbaren Spoiler zu implementieren. Das ist auch gut, das sieht auch wirklich gut aus. Wir sind jetzt aktuell dabei, dass wir das Fahrzeug statisch in Betrieb nehmen. Was jetzt kommt als nächstes ist der Motorstart. Wir haben alles befüllt, alles ready. Jetzt haben wir das Auto zum Leben. Der Sound ist schon unglaublich krass. Es gibt dann schon Gänsehaut. Für uns ist es wichtig, dass das Fahrzeug auch auf einer Rennstrecke wie auf einer öffentlichen Straße optimal funktioniert. Objektiv deutlich schneller, subjektiv deutlich stabiler, präzise zu fahren. Jetzt sind wir auf der langen Gerade, wo voll beschleunigt wird. Und am Ende können wir aktuell mit unserer neuen Applikation eine deutlich präzisere Vorderachse und ein sehr dynamisches Einlenken. Box. Ja, aus dem letzten Test kam jetzt leider eine Nachricht, die hat uns nicht ganz so gut gefallen, weil es hat sich bewahrheitet, dass wir doch eine enorme Hitze an die Motorraumabdeckung hinten bekommen. Ja, das ist genau das passiert, was wir vermutet haben. Der Lack ist in die Grätsche gegangen. Die Motorraumabdeckung war von Anfang an geschlossen. Das war der Grundentwurf. Zugeschlossen für die Thermo, zu heiß. Die Bauteile müssen natürlich auch dieser Hitze standhalten. Wir haben dann Materialproben gemacht, die haben wir dann lackiert. Da haben wir die Temperatur simuliert über mehrere Stunden. Machen wir Pulverbeschichtungen, machen wir keramische Beschichtungen. Somit ist uns das gelungen, indem wir die Bauteile poliert haben. Und durch dieses Polieren und Eloxieren erreichen wir einen gewissen Farbunterschied zu dem Matt. Die Termine mit Massimo sind immer intensiv. Die sind voller Spannung, voller Emotionen. Ja, Massimo hat hohe Ansprüche natürlich an uns gestellt, was die Maßhaltigkeit ist. Ja, es muss schön sein, aber was ist schön? Als Chief Creative Officer, die Verantwortung, die er trägt, um das perfekte Produkt, perfekte Bild für so eine Marke wie Audi zu transferieren, ist immens. I think there are a couple of execution on the car that really show the level of attention to details, Audi attention to details.
Richtig elegant von der Linienführung und vom Grundkörper. So wie die Technik, schaut, dass die Technik perfekt ist und dass die Performance am Auto stimmt, ist es für uns wichtig, dass die Designlinien, die Designflächen, das gesamte Bild und der Eindruck des Fahrzeugs einfach spot on ist. Und dann können wir in die Lackierphase übergehen und das Kleid schön lackieren. Das sind einfach Leute, die wissen, wie man damit umgeht, die wissen, dass sie im Prinzip ein rohes Ei haben. Wir sind in Nardo, in unserem Nardo Technical Center. Wir haben jetzt 3 Wochen hier hart gearbeitet. Nardo ist Highspeed, Nardo macht richtig Spaß. Nardo ist auch bezüglich Kurvengeschwindigkeiten sehr anspruchsfall. Morgen kommen VIP-Gäste. Wir haben morgen den Gabriel Bortoleto hier als Formel-1-Fahrer. 21:45 Uhr und haben festgestellt, dass wir eine Limitierung bei 4000 Umdrehungen haben. Das sind die Überraschungen, die ein Fahrzeug manchmal mit sich bringt. Jetzt müssen wir das Fahrzeug reparieren, damit morgen der Tag erfolgreich durchgeführt werden kann. Ich bin immer froh, dass das vorher passiert, weil dann hat man einfach die Chance, dann nochmal nachzuarbeiten. I'm gonna definitely push it. We need to be careful because there is only one of those so far, so we need to keep it on track. Ja, zuerst muss ich sagen, ist halt totale Vorfreude. Da überprüft man die Aerostabilität und wie stabil das Auto liegt. Und wenn es nicht so stabil liegt, dann kann es auch nicht so schön sein. Deswegen ist man natürlich immer angespannt, aber ich habe total Lust, jetzt da mitzufahren. Der Nuvolari definiert die Grenzen der Fahrphysik neu, weil er hatte zum ersten Mal ein neues Quattro-System, ein Predictive Intelligent Quattro-System und dadurch das Thema Traktion auf ein anderes Level bringt und gleichzeitig ein sehr, sehr, sehr agiles Fahrverhalten ermöglicht. Ja? Super, als Flieg, als fantastisch. Honestly, it's like just I'm still with adrenaline very up because the car is extremely quick. The sound is incredible when you are driving. In my view, as a racing driver, there is nothing really off I see in this car. You know, it's very well driven. It's a safe car. At the same time, you can feel very sporty. After this experience, probably I'm looking forward to drive it again. I need more laps. I need to get more of this feeling. Zitat: "The car is sick." Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Er sagt, das Fahrzeug ist unwahrscheinlich einfach zu fahren, ist unwahrscheinlich leicht in der Hand und er genießt es total, das Fahrzeug zu fahren. Klar, ich bin jetzt auch natürlich angespannt. Die letzte Nacht war auf alle Fälle schlaflos. Es wird jetzt schon spannend sein, ob das Ding auch anspringt. Weil wir hatten schon oft Erfahrungen, dass gerade in so einem Moment, warum auch immer, irgendwas nicht funktioniert. Also wir gehen jetzt aufs Dach, auf unsere Freifläche, auf Deck nennen wir das. Und da hat das Fahrzeug das erste Mal das Gefühl, wie es auf der Straße wirkt. Ja, jetzt geht's dann gleich los. Wir warten jetzt noch, bis die letzten Gäste dann kommen und dann wird der Motor gestartet. Und dann fährt das Fahrzeug hinten aus der Garage raus und wird erstmal 2, 3 Runden um uns drehen. Und da bin ich mal gespannt, was die Blicke dann sagen. Also in solchen Momenten schaue ich nicht aufs Auto. Ich schaue tatsächlich in die Gesichter. Das erste Mal etwas zu sehen, was nur eine Zeichnung war, das dann Fahren zu sehen, mit Leben zu sehen, das ist der eine Aspekt, aber noch viel, viel wichtiger, die Menschen zu sehen und mit denen dort zusammen zu sein, die es gemacht haben.
really impressed. Thank you to the entire team. I like to step back and look at cars from distance because close I go into the details, I go into the lines, but if I step back then I see this mass moving, that gives me the idea, the presence of what this car is all about. Und da bin ich mal gespannt, wie Nico Hülkenberg als unser Formel-1-Rennfahrer reagiert. An dem Tag war er das erste Mal mit mir gemeinsam bei Audi unterwegs und war natürlich was ganz, ganz Besonderes, ihm als unserem deutschen Formel-1-Fahrer das Auto zu zeigen, mit ihm zu erleben, war ein ganz toller Moment. Ja, jetzt will ich sehen. Sehr gut. Wir waren erstmal begeistert davon, wie sich das Auto anfühlt, was für ein Statement es ist. Ich finde das geil. Track oder Dynamic? Den hättest du gerne. Er hat Benzin im Blut und ihn hat es genauso elektrisiert wie mich und es war ein ganz besonderer Moment. Sieht kernig aus. Im Rückspiegel, wenn du siehst, so diese Lufteinlässe, ne? Ja. Böse. Ja. Geil. Super. Wir fahren auf unserem Lenkungshandling, fahren mit dem Fahrzeug da auch im Grenzbereich. Ja, ich bin gespannt, freue mich drauf. Wie sich anfühlt, wie die Lenkung reagiert, von der Fahrdynamik speziell, von der Härte. Die Beschleunigung natürlich mit der vollen Systemleistung, 1000 PS, die schieben natürlich. Das ist schon ein Brett und eine Ansage. Und ich habe das Fahrzeug gelobt, aber er sagt, es liegt am Fahrer. Es macht auch Spaß, als Beifahrer zu sehen, wie einfach das Fahrzeug zu fahren ist. Es liegt am Fahrer. Der Fahrer ist auch nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, wir sind mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Sowohl vom Fahren her, als auch von der Optik, als auch von der Qualität. Wir sind hier in Südfrankreich an der wunderschönen Côte d'Azur im legendären Hotel Cap Eden-Rock. Und wie man sieht, es wird noch mit voller Kraft hinter mir aufgebaut. Um mich herum wuselt es überall für einen sehr, sehr besonderen Tag. Wir haben Journalisten aus der ganzen Welt hierher eingeladen, damit sie unsere Geschichte, die Geschichte dieses besonderen Autos wirklich in die Welt bringen. Die limitierte Anzahl von 499 Fahrzeugen unterstreicht den Anspruch eines absolut exklusiven Fahrzeugs. Es bitzelt einen natürlich, so eine Hot Lap selber zu fahren. Aber ich glaube, da gibt es viel bessere Fahrer. I did ask, but I wasn't successful. Ist mit die anspruchsvollste, schwierigste Strecke und werden ein bisschen den Fans und der Welt präsentieren. It goes, eh? Hey, take it easy. No. Voll stolz. Das kann ich. Ich bin jetzt nicht der Emotionalste, aber letztendlich, klar,
Es ist unglaublich. Und dann die Stimmen zu hören von den Menschen, die das Fahrzeug das erste Mal sehen, das war schon Gänsehaut und wirklich überwältigend. In erster Linie gilt der Applaus an dem Auto, weil das ist natürlich schon was Besonderes, was wir da gemacht haben. Mein Traumauto ist es, definitiv. So ein Projekt kommt kein zweites Mal.